möchte diese Rede einem 4-jährigen Jungen widmen, von dem die meisten nicht gehört haben werden in Europa. Dieser 4-jährige Junge ist vor ein paar Tagen im Evros River, also dem Fluss zwischen der Türkei und Griechenland, ertrunken. Er ist aus dem falschen Land geflohen, er hatte den falschen Pass, es interessiert niemand in Europa. Es sind 30 Syrer gewesen und Syrerinnen, die auf einer Insel auf diesem Fluss festsaßen für 6 Tage und es wurde keine Rettung eingeleitet. Sie haben sich in diesen 6 Tagen eben von dem ernährt, was sie auf der Insel gefunden haben, haben Flusswasser getrunken. Ja, es hat Europa nicht interessiert, sie sind aus dem falschen Land geflohen, vom falschen Krieg. Diese Rede ist für diesen 4-jährigen Jungen. Am 2. August 2017 wurde die Juventa von italienischen Behörden beschlagnahmt. Sie war eines von vielen Schiffen der zivilen Seenotrettung. In den Monaten vorher war ich auf ihr 3 Mal auf dem zentralen Mittelmeer und hatte das Glück, helfen zu können, tausende Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Jahrelang wurde gegen uns ermittelt und jetzt am 21. Mai geht unser Prozess in Italien los. Beihilfe zur illegalen Einreise lautet der Vorwurf. Die Höchststrafe dafür 20 Jahre. Bis jetzt hat mich das hauptsächlich Nerven, Zeit und Geld gekostet. Andere hatten weniger Glück. Fast 10.000 Menschen sind ertrunken im Mittelmeer, seitdem die Juventa beschlagnahmt wurde. Die Dunkelziffer ist weitaus höher, denn viel zu viele Boote kentern unbemerkt auf dem Mittelmeer. Europas Politik ist einfach tödlich. Europas Politik ist rassistisch. Immer wieder werden Notrufe ignoriert. Rettungsleitstellen reagieren nicht, wenn ihnen die Position eines überfüllten Bootes mitgeteilt wird. Ich finde, das ist einer dieser Sätze, der braucht etwas, bis er wirkt. Bei mir auf jeden Fall. Er sagt sich eigentlich ganz banal. Rettungsleitstellen reagieren nicht. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Und selbst wenn es keine Straftat wäre, ist es einfach nur abscheulich. Europäische Rettungsleitstellen gefährden wissentlich immer wieder hunderte Leben, weil sie Notrufe ignorieren. Und ich frage mich manchmal, wie können solche Menschen schlafen? Aber sind wir nicht alle eigentlich viel zu wenig empört und viel zu wenig wütend, gemessen an dem, was tagtäglich vor Europas Toren passiert? Und Ertrinken ist nicht mal das Grausamste. Immer wieder werden Boote auf der Atlantikroute gefunden, auf denen Leichen in unterschiedlichsten Verwesungsstadien sind. Die Menschen verhungern und verdursten elendlich, einer nach dem anderen, und sie gucken sich gegenseitig dabei zu. Immer wieder sind auf diesen Booten noch 1 oder 2, die leben. Sie haben Dutzenden beim qualvollen Sterben zugeschaut, meistens ihren besten Freunden oder der eigenen Familie. Und immer wieder, dass Menschen so sterben, dass Menschen auf diese Weise überhaupt erst versuchen müssen, nach Europa zu kommen. Das ist gewollt. Es sind bewusste Entscheidungen europäischer Politikerinnen. Ertrinken dauert nicht lange. Wäre ein Boot zum Anfang meiner Rede gekentert, dann wären die meisten darauf jetzt schon weg. Egal, ob es 10, 100 oder mehr Menschen sind. Europas Antwort auf diese tausenden Tote war und ist das Beenden europäischer Rettungsmissionen gewesen. Zum einen. Zum anderen wurde ein brutaler, skrupelloser und skrupelloser Kettenhund wurde herangezüchtet. Die sogenannte libysche Küstenwache, die in den letzten Jahren Zehntausende Menschen illegal, aber in Europas Auftrag abgefangen hat und zurück in libysche Lager gebracht hat. Oder entführt hat, müsste man eigentlich sagen. Und auch das Behindern und das Kriminalisieren der zivilen Seenotrettung ist ein wichtiger Aspekt europäischer Grenzpolitik. Denn alle sollen sehen, Menschen, die fliehen, sind so kriminell, dass es sogar ein Verbrechen ist, sich mit ihnen solidarisch zu zeigen. Stellt euch mal vor, ihr hättet heute Morgen eine Zeitung in die Hand genommen und die Überschriften wären: 4 Italiener in Hamburg vor Gericht, weil sie Menschen geholfen haben, aus der Ukraine zu fliehen. Oder 20 Kinder aus der Ukraine bei Odessa im Schwarzen Meer auf Rettungsinseln ausgesetzt. Oder auch: Ukrainer auf der Flucht müssen sich im Wald von Blättern ernähren. Erste sind bereits erfroren. Vielleicht auch im Flüchtlingsunterkunft für Menschen aus der Ukraine gibt es weder fließendes Wasser noch Elektrizität. Und das seit Monaten. Unvorstellbar. Für Zehntausende Menschen ist das europäischer Alltag seit Jahren. Wenn wir bei diesen Überschriften die Nationalität weglassen, dann ist das eben der Alltag von ganz vielen Menschen. Und diese Überschriften dürfen uns nicht nur betroffen machen, wenn es um Menschen aus der Ukraine geht. Wenn das der Fall ist, dann ist das ganz einfach rassistisch. Bei aller Abneigung, die ich als alter Punker der Polizei gegenüber habe, immer wieder heißt es, wir haben ein Polizeiproblem. Eigentlich haben wir ein viel größeres Problem. Wir haben nämlich in ganz Europa ein Rassismusproblem. Natürlich gibt es rassistisch motivierte Polizeikontrollen. Wenn ich immer wieder als Einziger auf einem Bahnhof kontrolliert werde, obwohl das Einzige, was mich von allen unterscheidet, die Haarfarbe oder die Augenfarbe ist,
dann ist das eine rassistische Kontrolle. Wenn ich als Einziger in einem Zug in Grenznähe meinen Ausweis zeigen muss, um zu beweisen, dass ich einer von euch bin, dann ist das eine rassistische Kontrolle. Und auch wenn ich jedes Mal, und das passiert mir wirklich jedes Mal, wenn ich aus Griechenland ausreise, einem Frontex-Schergen beweisen muss, dass ich trotz meines deutschen Passes Deutsch spreche, dann ist das eine rassistische Kontrolle. Die Polizei ist ein Teil dieser Gesellschaft und spiegelt eben auch einfach nur diese Gesellschaft wider. Aber auch die Berichterstattung über den Krieg am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es wurde immer wieder gesagt hier heute, dieses Unterscheiden Fliehenden in unterschiedlichen Klassen. Und wenn Reporter sagen, ich fühle mich so betroffen, weil es fliehen Weiße und Blonde oder Blonde und Blauäugige, auch das ist Rassismus. Europa hat ein Rassismusproblem. Vor wenigen Monaten haben knapp 1000 Menschen vor der polnischen Grenze gestoppt und sie sind teilweise immer noch da. Es hieß, Europa darf sich nicht erpressen lassen. Wir haben ihnen beim Erfrieren zugeguckt. Stellt euch das mal heute vor mit den Menschen aus der Ukraine. Jetzt gerade, jetzt während wir hier sind, werden Menschen in Polen kriminalisiert, die den Fliehenden nicht einfach beim Erfrieren zugeguckt haben. Und seit Jahren leben Zehntausende in griechischen Lagern unter allerschlimmsten, ja menschenunwürdigen Zuständen, ohne medizinische Versorgung, ohne Rechtsbeistand, unterernährt. Und in Moria zum Beispiel, da gab es Forschung zu, da hat wirklich jedes 4. Kind versucht, sich umzubringen oder wenigstens darüber nachgedacht, Selbstmord zu gehen. Jugendliche zwischen 7 und 17, die versuchen, sich umzubringen, weil Europa es so will. Stellt euch vor, solche Berichte gäbe es aus Lagern, in denen Menschen aus der Ukraine jetzt untergebracht sind. Was wäre los in den Medien? Ehrlich gesagt wird es die wohl nicht geben, diese Berichte aus diese theoretischen Berichte aus den ukrainischen Flüchtlingsunterkünften. Weil die Menschen aus der Ukraine, die sind gut versorgt. Für sie werden Hotels gemietet. Es gibt Spielsachen, rechtliche Beratung und medizinische Versorgung wird zur Verfügung gestellt. Und das ist gut so. Ich freue mich für diese Menschen. Wirklich. Aber es ist unfair. Seit Monaten versuchen Menschen auf den Krieg im Jemen aufmerksam zu machen. Oder auf die Hungersnot in Madagaskar. Oder auf die Bombenangriffe der Türkei auf kurdische Gebiete. Und ich habe das Gefühl, wir alle, die sich für Menschen auf der Flucht engagieren, sind zurzeit am Verzweifeln. Über diese Ungleichheit, über diesen offenen Rassismus. Aber auch, weil es natürlich was Schönes, was Tolles, was Wunderbares ist, wenn Menschen geholfen wird. Aber wir wissen einfach nicht, wie wir damit umgehen sollen, über diese ungleiche Behandlung der Menschen. Der alte Punk in mir, der möchte schimpfen und pöbeln, dass es verlogen ist. Aber das ist es ja gar nicht. Die Empathie und die Solidarität sind echt, sie sind ernst gemeint. Deswegen sagt der Aktivist in mir, heißt diese Menschen auf der ersten Stufe willkommen und nimm sie bei der Hand und zeige ihnen die Welt der Solidarität und sag, es muss für alle Menschen gelten, eben nicht nur für manche. Besinnen wir uns einfach auf unsere kleinsten gemeinsamen Nenner. Auf den Rettungsschiffen zum Beispiel, da habe ich Menschen aus unterschiedlichsten politischen Lagern getroffen. Dabei gilt natürlich auch da, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Aber alle in der Crew haben eine gemeinsame Hoffnung, dass Menschen sich nicht mehr in Lebensgefahr begeben müssen, um nach Europa zu kommen. Und die ganze Crew hat ein gemeinsames Ziel, während des Einsatzes alles zu geben, um wenigstens ein paar Menschen von ihren schwimmenden Särgen zurück ins Leben zu holen. Ich habe vor kurzem einen Tweet gelesen, der mich sehr berührt hat. Darin wurde die Frage gestellt, was passiert, wenn in Deutschland ein Krieg ausbricht, wenn wir hier fliehen müssen? Stehen denn Schwarze und People of Color hier an den Grenzen und werden nicht rausgelassen? Was, wenn ich in der Hektik meinen Ausweis nicht mitnehmen kann? Wird mir geglaubt werden, dass ich Deutscher bin? Und wieso verdammt nochmal ist das eigentlich wichtig? Wir haben alle die Berichte gesehen. Es wurden Schwarze und People of Color aus der Ukraine rausgeholt, während sie Weißen weiterreisen durften. Und das muss endlich aufhören. Es darf keine Frage des Passes, der Hautfarbe oder der Herkunft sein, ob und wie jemand geholfen wird. Das Problem heißt Rassismus. Brick by Brick, Wall by Wall. Das muss vor allem oder ganz besonders die Köpfe in den Mauern meinen. Und das ist das, was wir als linke Aktivistinnen jeden Tag machen müssen. Wir müssen Köpfe in den Mauern einreißen, hier bei uns in unserer Gesellschaft. Für das Leben, gegen den Tod.